Dieser glühende Stahl wird gleich zu einem der am stärksten belasteten Bauteile im Motor. Damit sich der Stahl überhaupt formen lässt, wird er auf Schmiedetemperatur erhitzt. Er schmilzt dabei nicht. Er bleibt fest, wird aber so weich und formbar, dass er sich unter sehr hohen Kräften gezielt umformen lässt. Beim Vorformen wird Material genau dorthin verteilt, wo später Hauptlager, Hubzapfen und Gegengewichte liegen. Es wird also festgelegt, wo die Masse der späteren Kurbelwelle gebraucht wird. Der glühende Kurbelwellenrohling wird zwischen den Gesenkhälften unter enormer Kraft umgeformt. Dabei verändert sich die äußere Form und mit ihr auch der Faserverlauf im Stahl. Das trägt dazu bei, dass die Welle später Millionen wechselnder Belastungen standhalten kann. Zwischen den Gesenkhälften wird der überschüssige Stahl, der sogenannte Grat, nach außen gedrückt und anschließend abgetrennt. Zurück bleibt die geschmiedete Grundform der Kurbelwelle. Nach dem Schmieden wird die Kurbelwelle kontrolliert abgekühlt oder, abhängig vom verwendeten Stahl, zusätzlich wärmebehandelt. Temperatur und Abkühlgeschwindigkeit beeinflussen Festigkeit, Härte und Zähigkeit des Werkstoffs. Bei der Magnetpulverprüfung wird nach möglichen Fehlern, zum Beispiel feinen Rissen, gesucht, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen wären. Ab hier beginnt die Präzisionsarbeit. Die Hauptlager und die versetzten Hubzapfen werden Schritt für Schritt auf ihre vorgesehenen Maße gebracht. Gerade die Hubzapfen machen die Kurbelwelle besonders. Sie liegen nicht auf derselben Achse wie die Hauptlager. Durch diesen Versatz kann die geradlinige Bewegung der Kolben später in eine Drehbewegung umgewandelt werden. Bei der Bearbeitung wird immer weniger Material abgetragen, bis Durchmesser, Lage und Form der einzelnen Flächen genau stimmen. Aus dem groben Schmiedeteil wird langsam ein Präzisionsbauteil. Für die Schmierung der Lagerstellen werden Ölkanäle in den Stahl gebohrt. Sie verbinden die Lagerstellen miteinander und führen das Motoröl bis zu den Hubzapfen. Die Bohrungen müssen exakt sitzen und anschließend sorgfältig entgratet und gereinigt werden. Denn ohne ausreichende Schmierung würden Lager und Kurbelwelle innerhalb kürzester Zeit sehr stark verschleißen. Die besonders beanspruchten Lagerflächen müssen hart und verschleißfest sein. Beim Induktionshärten werden diese Bereiche deshalb gezielt und sehr schnell erhitzt und anschließend abgeschreckt. Dabei wird vor allem die äußere Schicht gehärtet. Der Kern bleibt dagegen zäher und kann weiterhin Biege- und Stoßbelastungen aufnehmen. Beim Schleifen der Lagerflächen geht es nicht mehr um große Materialmengen, sondern um kleinste Abweichungen. Durchmesser, Rundheit und Form müssen äußerst genau stimmen. Denn später dreht sich die Kurbelwelle mit hoher Geschwindigkeit in ihren Lagern. Beim anschließenden Polieren wird die Form kaum noch verändert. Stattdessen werden feinste Unebenheiten auf den Lagerflächen geglättet. Das ist wichtig für den dünnen Ölfilm, auf dem die Kurbelwelle später tatsächlich läuft. Je gleichmäßiger die Oberfläche ist, desto besser kann sich dieser Schmierfilm halten und desto geringer sind Reibung und Verschleiß. Doch selbst eine bisher perfekt bearbeitete Kurbelwelle kann noch ein Problem haben: eine ungleichmäßige Massenverteilung. Schon kleine Abweichungen würden bei hohen Drehzahlen starke Vibrationen verursachen. Deshalb muss die Kurbelwelle ausgewuchtet werden. Die Maschine erkennt, an welcher Stelle zu viel Masse vorhanden ist. Dort wird gezielt Material entfernt, bis die Welle möglichst ruhig läuft. Als abschließender Schritt folgt die Qualitätskontrolle. Durchmesser, Rundlauf, Oberflächen und weitere vorgegebene Maße müssen innerhalb enger Toleranzen liegen. Erst wenn die Kurbelwelle alle Kontrollen bestanden hat, ist sie bereit für die Verpackung bzw. die Montage im Motorblock. Aus einem glühenden Stück Stahl ist damit ein hochbelastbares Präzisionsbauteil geworden, welches als eines der zentralen Bauteile in einem Verbrennungsmotor gilt.